Lasst uns heute ein ganz wichtiges Thema anschauen, nämlich das Sehen lernen. Ja, das Sehen lernen, was wir genau für das Zeichnen brauchen. Ich habe hier einen Würfel rausgesucht, daran lässt es sich besonders gut erklären und du wirst dich wahrscheinlich fragen, ja, sehen lernen, was? Ich sehe ja den Würfel. Aber wer mich näher kennt, weiß, dass es bei mir auch um Wahrnehmung geht und wenn wir etwas wirklich akkurat zeichnen wollen, geht es darum, dass wir diesen Gegenstand, in dem Fall der Würfel, richtig darstellen können. Und dazu müssen wir ihn uns intensiv angucken, also beobachten, genau mit diesem zeichnerischen Hintergrund. Ja? Okay, lass uns einfach mal anfangen, diesen Würfel ganz einfach zu betrachten, ohne ihn gleich in eine Kategorie zu stecken, in eine Schublade, sondern einfach schauen, was wir nach und nach entdecken können, wenn wir uns fokussieren auf die reine Beobachtung. Also, du siehst, wir haben hier zum Beispiel unterschiedliche Helligkeitsgrade bei dem Würfel. Hier haben wir eine dunkle Seite, hier haben wir eine hellere und hier eine ganz helle Seite. Also die drei Seiten unterscheiden sich schon mal durch ihren Helligkeitsgrad. Ja, das nimmt man manchmal auf den ersten Blick gar nicht so wahr, aber es ist wichtig für das realistische Zeichnen. So, weiter geht's. Du siehst, wir haben ja auch eine gewisse Draufsicht, also eine Perspektive. Ja, wir gucken nicht ganz von oben rauf, wir schauen ungefähr in dieser Perspektive rauf. Ja? Also wir haben hier eine Perspektive, wo uns die Ecke gegenübersteht, also eine Über-Eck-Perspektive und können leicht auf den Würfel raufschauen. Jetzt beobachte mal einfach kurz die Flächen hier. Ja, nimm dir ruhig die Zeit, schau sie dir ruhig an und versuch die Helligkeitsunterschiede klar zu erkennen. Eine gute Hilfe ist auch immer, mal ein Auge zuzukneifen. Ja, damit ist ein wenig weniger Licht vorhanden und wir sehen sozusagen die Unterschiede etwas besser. Okay, also Licht ist ganz, ganz wichtig beim Zeichnen. Ja, das erkläre ich auch immer wieder auf meiner Akademie, wie wichtig der Zusammenhang ist, dass man nicht nur realistisch zeichnen kann, sondern auch, um realistisch zu zeichnen, ist es wichtig, die Lichtunterschiede, die Helligkeitsunterschiede darzustellen. Und manchmal sind sie so marginal, ja, dass man es kaum noch sieht. Wenn die Lichtquelle jetzt von rechts ein bisschen stärker wäre, wären die Seiten fast gleich. Ja, aber wir wollen Tiefe in unseren Zeichnungen haben und deswegen ist es gut, das akkurat zu beobachten. Was können wir jetzt noch an diesem Würfel sehen? Wir sehen zum Beispiel, er hat 3 senkrechte Kanten. Also sie gehen gerade senkrecht runter. Beobachte mal ihre Verhältnismäßigkeit zueinander. Einfach anschauen und sehen. Ja. Du wirst sehen, dass diese Kante hier senkrecht ist und die beiden anderen auch senkrecht sind. Ja. Das würde sich nur verändern, wenn wir die Perspektive stark verändern von dem Würfel. In dieser Ansicht ist es erstmal, sind diese 3 Kanten senkrecht zueinander. Ja? Nächste Beobachtung, also ganz, ganz wichtig, Helligkeit, die Kanten, die senkrechten Linien. Schauen wir uns die Seiten an des Würfels. Ja? Sie haben einen bestimmten Winkel im Verhältnis zu den senkrechten Kanten. Die senkrechte Kante ist immer ein guter Orientierungspunkt, weil sie uns auch am nächsten steht. Ja, also am deutlichsten ist beim Zeichnen. Ja, du siehst, hier haben wir einen bestimmten Winkel und hier haben wir einen bestimmten Winkel.
Einfach beobachten, schau dir das mal in Ruhe an. Ja. Und du siehst auch, dass die hinteren Kanten einen bestimmten Winkel haben. Ja. Das ist ein gutes Mittel, um das wirklich mal zu beobachten. Beobachten durch Vergleich, beobachten die komplette Wahrnehmung des Würfels. Was passiert hier? Wie verhalten sich wirklich die Seiten zueinander? Denn viele zeichnen den Würfel einfach falsch. Ja? Sie verlieren sich bei den Kanten, bei den Schrägen. Das hängt aber damit zusammen, dass sie die Verhältnismäßigkeit zwischen Horizontlinie, Fluchtpunkten nicht wirklich wissen. Ja? Die Grundlage dafür ist erstmal wirklich beobachten. Und dann kommt noch die Technik dazu. Also du siehst, dass diese Kanten hier fast gleich sind. Ja? In der perspektivischen Darstellung konvergieren sie zueinander. Das erkläre ich aber alles auf meiner Akademie. Den Link übrigens findest du unten in der Beschreibung. Dort findest du auch einen kostenlosen Übungskurs und die Mitgliedschaft zur Akademie, wo wir das Ganze wesentlich vertiefen. Also, wir haben uns die Kanten angeguckt, wir haben uns hell und dunkel angeguckt. Was haben wir noch? Du siehst, so wie der Würfel vor uns ist, hat diese Seite und diese Seite sind ungefähr gleich. Gleich meine ich von der Ausdehnung, von der Proportion. Ja? Auch ganz wichtig zu beobachten. Ja, das ändert sich natürlich, wenn wir diesen Würfel drehen. So. Und diese Kanten haben nicht nur eine Verhältnismäßigkeit zueinander, sondern auch die obere Fläche des Würfels bestimmt letztendlich auch das Aussehen des Würfels. Ja? Also wie ist die Verhältnismäßigkeit der Kanten? So sehen wir praktisch den Würfel gar nicht. Also die oberste Seite des Würfels sehen wir nicht, weil es wieder eine andere Perspektive ist. So, du siehst also, wenn man den Würfel beobachtet, diese Kanten, diese Seiten haben eine bestimmte Höhe in Relation zu dieser Höhe. Ja? Das kann man mit so einer Bleistifttechnik sehr gut machen. Ja, das geht auch. Also so ein Messverfahren, wenn man sich noch unsicher ist, daran kann man das wirklich sehr gut erkennen. Also einfach immer beobachten, bevor du zeichnest. Eine ganz, ganz wichtige Übung. Dann wirst du sehen, dass diese Seiten von diesen Seiten hier mehr zu sehen ist als von der oberen Seite. So gleicht sich das Verhältnis immer mehr an und so geht es immer mehr in die andere Richtung. Also beobachten ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für das Zeichnen. Ja. Also immer daran denken, einfach mal Zeit nehmen und sich das Objekt der Begierde mal einfach 30 Sekunden oder eine Minute angucken. Und glaub mir, du wirst unglaublich viel entdecken, wenn man sich diese Zeit mal nimmt. Und das ist jetzt nicht nur beim Würfel so, ja, das ist bei allen anderen Gegenständen, wo man das sozusagen ableiten kann, ja, die eine Quaderform besitzen und auch Flächen von hell und dunkel haben. Also ganz, ganz wichtig, und ich werde jetzt mal den Würfel mal zeichnen, Skizze machen. Wir haben also die vordere Kante und ich zeichne die rechte Seite. Wir haben die linke Seite und wir haben gesagt, wir können leicht raufschauen auf den Würfel. Ja? Ich habe ihn jetzt ein bisschen gedreht. Ja? Ich habe diese Seite priorisiert. Ja, du siehst, diese ist schmäler. Aber es geht nie um das genaue Abbilden, sondern es geht darum, das Prinzip zu verstehen, wie sich die Gegenstände im Raum verhalten. So, wir haben gesagt, rechte Seite dunkel, die nicht ganz so dunkel und die etwas heller. Also gehen wir hier rein und machen die rechte Seite
etwas dunkler. Ja, ich mache das jetzt spontan, skizzenhaft. So, hier gehen wir noch horizontal ein bisschen rein. So, die linke Seite, haben wir gesagt, ist ein bisschen heller. Also schraffieren wir die linke Seite nicht ganz so stark. Du siehst, durch die verschiedenen Beleuchtungen der Kanten des Würfels entsteht schon eine Tiefe. Ja, wir können das Objekt dreidimensional erfassen. Und hier oben machen wir ganz einfach nur ein paar wenige Striche. Ja. Darum geht es erstmal, das intensive Sehen lernen und nicht nur das Sehen lernen, beobachten, Unterschiede feststellen, Gemeinsamkeiten feststellen und dann die zeichnerische Umsetzung, also Praxis bzw. Theorie und Praxis immer zusammenbringen. Ja? Okay, also wenn du wirklich besser zeichnen lernen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung einen strukturierten Weg, ja, vom Übungskurs. Also du findest auch einen Übungskurs, mit dem du starten kannst, der ist kostenlos. Und die Mitgliedschaft der Akademie findest du auch unter dem Video. Ich bedanke mich für dein Zuschauen, freue mich, wenn du mir hier auf meinem Kanal folgst und freue mich natürlich auch, wenn wir uns zum nächsten Video hier wiedersehen.